Das hier ist eine sogenannte Feldbahn. Solche Maschinen wurden früher in Industrie und Bergbau eingesetzt. Sächsische Bastler lassen den Glanz der bis zu 100 Jahre alten Fahrzeuge wieder aufleben. Mit welchen Tricks und Tüfteleien dafür gesorgt wird, dass diese schönen historischen Bahnen wieder fahren können und wie vor allem die Maschinen vor Rost und Verfall geschützt werden, genau das schaue ich mir heute an. Und damit herzlich willkommen bei Einfach Genial. Außerdem gegen Schimmel im Bad, wie eine Erfindung verhindern soll, dass das Wasser in Ecken von Silikonfugen stehen bleibt. Warnende Schuhe, wie sehbehinderten Menschen geholfen wird, Hindernisse zu umgehen. Und süßes Gemüse, eine Praline mit Grünkohlgeschmack. Das Elbsandsteingebirge südöstlich von Dresden. Ein begehrter Ausflugsort für Wanderer und Kletterer und Heimat dieser Touristenattraktion. Das Feldbahnmuseum Herrenleiter. Mit 120 Lokomotiven eines der größten Industriebahnmuseen Deutschlands. Dass diese historischen Maschinen überhaupt noch fahren, liegt an den 50 ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern wie Marian Sommer. Sie kümmern sich um Wartung, Restaurierung und Reparaturarbeiten. Das erfordert häufig viel Improvisation, denn die meisten Ersatzteile werden so nicht mehr hergestellt. Und das riecht auch so wie, was ist das? Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ich würde sagen, es ist der Hauch der Jahrzehnte. Das ist alles, was hier eingelagert ist, ist schon 60, 70 Jahre alt. Die Loks im Depot haben eine Spurbreite von 600 mm. Damit sind sie weniger als halb so groß wie eine herkömmliche Eisenbahn. Ihr Name Feldbahn stammt von ihrem ursprünglichen Einsatz als Transportmittel bei der Feldarbeit. Wir haben die halt früher erworben, teilweise sogar geschenkt bekommen. Ja, manchmal sollte das einfach in den Schrott gehen. So, und ja, in Zukunft werden die eben aufgearbeitet, repariert und sollen auch wieder betriebsfähig gemacht werden, ja, dass man es auch erleben kann. Um die Fahrtüchtigkeit kümmert sich unter anderem Paul Heinrich. Der Elektriker ist für die Loks mit Elektroantrieb zuständig. Aktuell arbeitet er an einer Oberleitung für ein neu dazugekommenes Modell. Eine E-Lok, die bis in die 90er im Uranbergwerk Wismut im Einsatz war. Wir stören dich mal ganz kurz. Das ist sozusagen dein Baby, um das du dich kümmerst? Ja, das ist richtig. Was habt ihr alles gemacht hier? Der Stromabnehmer zum Beispiel war komplett zerlegt gewesen. Kabel fehlten. Wir haben also angefangen, Kabel neu zu erneuern, neu zu verlegen. Ganz wichtig, das Kabel, was zum Stromabnehmer geht, was den Strom für die Lok liefert. Mit der Strom überhaupt den Stromabnehmer kommt, haben wir hier die Kohle erneuert, diese kleinen Bügel und Teile hier aus Eisen neu gebogen, hat unser Schmied alles gemacht und geschweißt. Das Eisen ist natürlich auch neu dazugekommen, weil die Teile einfach fehlten. Seit Anfang des Jahres ist Paul mit der Restaurierung der Wismut-Lok beschäftigt. Bisher gibt es im Museum ausschließlich E-Loks mit Akkuantrieb. Sein Ziel? Diese hier soll wie früher mit einer Oberleitung fahren. Dafür präpariert er derzeit eine kurze Teststrecke. Wenn am Ende man viel Arbeit reinsteckt und dann kommt was Funktionstüchtiges bei raus, das ist eigentlich immer der Antrieb, ja. Sag mal, Paul, meinst du denn, wir können damit mal fahren? Ich muss noch ein paar kleine Sachen dran machen, vor allem an der Fahrleitung oben. Aber können wir auf jeden Fall machen, na klar. Dann sehen wir uns später wieder. So machen wir das. Bis dann. Bis dann. Für sie geht's jetzt erstmal weiter mit einer Erfindung. 5 Gramm Edelstahl, so groß wie eine 5-Cent-Münze. Mit diesem auf den ersten Blick unscheinbaren Plättchen will Markus Diener ein Problem lösen. Dieses kann vor allem im Bad auftreten. Schimmel in Silikonfugen. Er entsteht meistens zunächst in den Ecken, zum Beispiel von einer Dusche. Hier können sich Feuchtigkeit und Dreck schnell und leicht ansammeln. Für die Beurteilung der Erfindung haben wir Fliesenleger Alexander Dörr eingeladen. Zunächst zeigt ihm der Tüftler Markus Diener an einem Modell das Prinzip der Idee, die nach seinem Familiennamen benannt ist: Eckendiener. Das Problem kennen wir ja. Die Silikonfugen hinten in der Ecke drin. Und wie du siehst,
bleibt meistens das Duschwasser hinten in der Ecke stehen, vermischt natürlich dann auch noch mit Shampoo, Haarschuppen, Haare und Ähnlichem. Und genau das gibt diese Brutstätte für den Schimmel. So sieht es dann aus, wenn ich den Eckendiener in die neue Silikonfuge eingearbeitet habe. Jetzt kommt genau dieser Effekt. Wenn ich das Wasser oben reinleere, läuft es wie auf einer Rutsche nach vorne. Da sieht man schön, dass das Wasser dann auch wegläuft und es wirklich einfacher zu reinigen ist. Möglich ist das durch die besondere Form. Vorne flach, auf der Rückseite ist jedoch eine Ausbuchtung, die genau in die Ecke passt. Dadurch soll man die Erfindung einfach ins Silikon drücken können. Die Idee dazu hatte Markus' verstorbener Bruder Andreas. Fliesenleger Alexander Dörr wird den Eckendiener jetzt in die Dusche einbauen. Zuerst muss aber die schimmelnde Fuge raus. Hier kann man noch schön sehen, wie der Schimmel sich schon reingefressen hat in die Silikonfuge. In der Regel tauscht man eine Silikonfuge alle 5 Jahre. Dieser Turnus soll laut Erfinder mit dem neuen Hilfsmittel verlängert werden können. An der neu gezogenen Silikonfuge zeigt Markus dem Fliesenleger, wie sich das Stück Edelstahl einsetzen lässt. Du nimmst die Ecke, legst sie vorne hin, dann kannst du hier drauf drücken, tief eindrücken und der Rest wird nachher abgezogen. Aber die Ecke an sich sitzt. Das probiert Alexander an der nächsten Ecke selbst aus. So wie du es mir gezeigt hast, richtig? Ja, genau. Den nehmen und jetzt ab in die Ecke. Und nach hinten schieben. Richtig reindrücken. Genau. Du siehst, rechts und links kommt das Silikon raus, damit schließt es zur Wand hin ab. Erstmal ungewohnt war es. Aber das gehört dazu, wenn man was Neues ausprobiert. Die Fugen müssen jetzt mindestens 24 Stunden trocknen. Danach laden wir Fliesenleger Alexander Dörr ein zweites Mal in die Wohnung ein. Um zu sehen, ob die Erfindung hält, was der Erfinder verspricht, lässt er Wasser drüber laufen. Es fühlt sich gut an. Ist trocken hier hinten die Ecke, weil das Silikon ist ja dahinter. Das Silikon drückt an den Seiten raus und darum ist die Ecke hinten dicht. Die Erfindung gibt es in mehreren gängigen Silikonfarben. Bisher ist sie in einigen Hotels verbaut. Markus Diener will den Vertrieb jetzt weiter ausbauen. In Herrenleite tüfteln ehrenamtliche Helfer an historischen Feldbahnen, wie dieser fast 100 Jahre alten Dampflok. Sie zog bis in die 70er Jahre Loren in einem Schotterwerk bei Kamenz. Aufgrund ihres Alters und der Antriebsart gehört sie zu den aufwendigsten Maschinen im Museum. Na Marian, werkelst du an deiner Dampflok? Ja, es ist so, sie funktioniert zwar, Ja. aber auch eine Dampflok, die funktioniert, muss halt immer mal repariert werden. Das betrifft vor allem den Kessel der Dampflok. In ihm liegen 64 Stahlrohre, die von Feuer und heißem Wasserdampf durchzogen werden. Das verursacht auf Dauer Korrosion. Darum müssen die Teile regelmäßig ausgetauscht werden. Neben Dampfloks gibt es hier auch zahlreiche Dieselloks, die noch ganz klassisch angekurbelt werden müssen. Rainer Dominik, im echten Leben Maschinenbauingenieur, arbeitet aktuell an einem Dieselmotor, der 40 Jahre nicht benutzt wurde. Wie seine Kollegen kommt er jeden Samstag hier vorbei, um an den historischen Bahnen zu tüfteln. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Loks wieder fahren. Sie sollen auch genauso aussehen wie früher, möglichst mit Originalteilen. Das Problem? Solche werden seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt. Für die Reparaturen wollen wir natürlich auch historische Techniken verwenden. Ja, und in den Steinbrüchen und in anderen Betrieben hat man eben dort auch eine Schmiede gebraucht. Und wir haben also das große Glück, dass wir sowas hier auch einrichten konnten. Hier arbeitet Felix Kreuzer, gelernter Schmied. Eine seiner Aufgaben, Dinge reparieren, die eigentlich nicht mehr zu reparieren sind. Na, was machst du gerade? Ich mache eine festgerostete Rolle von einer Akkulok gängig. Die Lok stand ganz viele Jahre draußen Ja. und hat immer drauf geregnet.
und da rostet das dann unweigerlich fest. Und jetzt hast du es gelöst. Genau, und durch das Warmmachen wird der Rost spröde und rieselt raus und dann ist es wieder gängig. Manchmal fehlen aber auch Teile an Bahnen, in diesem Fall eine Wagenkupplung. Dann muss Felix Kreuzer improvisieren und Teile komplett neu bauen. Gibt es so Momente, wo auch du richtig rumtüfteln musst und dir was überlegen musst? Oftmals guckt man sich das Originalteil an. Hier ist es einfach, ne? Man sieht es an den Spuren, wie es früher hergestellt wurde. Ja. Ne? Oder ich sehe das zumindest dann. Und dann guckt man sich an, wie haben die es früher gemacht und so kriegt man es in der Regel dann auch wieder nachgebaut. Und so wird mit Hilfe der historischen Originalkupplung ein neues Teil, ähnlich im Aussehen und genauso funktionsfähig. Gleich geht's weiter mit den Bahntüftlern aus Herrenleite. Vorher diese Erfindung. Sie soll Menschen wie Steffi Langer aus Leipzig helfen. Aufgrund ihrer stark eingeschränkten Sehkraft nutzt sie beim Spazieren bisher einen sogenannten Langstock zur Orientierung. Das ist ein Poller. Der Stock hilft ihr allerdings nicht immer zuverlässig. Ja, und hier stehen diese, wo man wirklich drunter fahren kann, ne? Die sind sehr gefährlich. Wenn man die nicht kennt, dann der Stock nimmt das nicht unbedingt wahr. Diese Schuhe sollen eine zusätzliche Unterstützung sein. Eine Erfindung, die Markus Raffer aus Österreich mitgebracht hat. Er hat selbst eine Seheinschränkung. Die Idee hat er gemeinsam mit einem Partner entwickelt. Ein mit Sensoren ausgestatteter Schuh, der vor Hindernissen warnen soll. Durch die Erkennung von Hindernissen und die frühzeitige Warnung wird die täglichen Wege werden einfach leichter gestaltet, sollen angenehmer sein. Der Schuh funktioniert mit Hilfe eines Sensorsystems. Das sitzt samt Elektronik in diesem schwarzen Kästchen, das vorne an den Schuh montiert wird. Ich zeige Ihnen jetzt einmal den Schuh ohne Elektronik. Steffi wird ihn gleich in ihrer Wohnung ausprobieren. Und so funktioniert es. Bemerken die Sensoren ein Hindernis vor ihr, soll der Kasten am Schuh vibrieren. Die Vibration finde ich sehr angenehm. Das System arbeitet mit Ultraschall und wir haben vorne 2 Sensoren, die wie Augen angeordnet sind. Einer dieser Sensoren sendet den Ultraschall aus. Das Hindernis reflektiert diesen Schall und der zweite Sensor empfängt die Reflexion. Und das System errechnet über die Zeit, wie lange dauert das, bis der Schall wieder zurückkommt, wie weit das Hindernis entfernt ist. Je näher das Hindernis, desto geringer die Abstände zwischen den Warnsignalen. Ähnlich wie bei der Einparkhilfe eines Autos. Wann das Signal einsetzen soll, kann Steffi direkt am Sensor oder über eine dazugehörige App einstellen. Der Spielraum liegt zwischen einem halben und 4 Metern. Zusätzlich kann sie das Warnsignal auch als Ton einstellen. Damit die Umgebung den Warnton nicht hört, könnte die Leipzigerin auch Kopfhörer nutzen, die per Funk mit dem System gekoppelt sind. Steffi entscheidet sich aber für das Vibrationssignal und will die Schuhe jetzt draußen ausprobieren. Markus Raffer rät ihr, den Langstock trotzdem mitzunehmen. Ich würde den Stock jetzt mal gern zusammenklappen. Also wir empfehlen es nicht, dass man ohne Stock herumläuft, wenn man prinzipiell Stockträger ist. Also wir wollen den Stock jetzt nicht ersetzen, das können wir auch nicht, aber wir können ergänzen. Steffi möchte sich ganz auf das Gefühl im Fuß verlassen. Oh, hier war was. Hier war was. Hier ist der Poller. Die Vibration ist so eingestellt, dass sie nicht zu stark und damit angenehm ist. Oh, das hat er mir nicht gezeigt jetzt. Oh je. Dadurch kann es passieren, dass man sie anfangs nicht immer wahrnimmt. Es braucht etwas Übung. Jetzt zeigt er mir an, dass was vor mir ist.
Hier ist auch noch was. Was ist denn hier? Ach, so ein Fahrrad. Also er zeigt mir wirklich an, dass hier Fahrräder stehen. Danach nimmt Steffi wieder ihren Stock, denn es gibt Situationen, wo der Schuh alleine nicht hilft. Oh, jetzt kommt eine Stufe nach unten. Die Sensoren können beim Abwärtsgehen von Stufen nicht warnen, da vor dem Schuh nichts ist, was den Ultraschall reflektiert. Genau wie an der Stelle, wo vorhin schon der Stock nicht zuverlässig war. Weil man direkt drauf zugehen muss. Und der hat hier nur, der verbrüht nicht. Geht nicht. Hier mittig, das ist ein Punkt, an dem wir auch noch arbeiten hier. Das sind so Hindernisse, die sozusagen dann erst ein Folgeprodukt von unserer Entwicklung erkannt werden können. Die Österreicher planen jetzt, ihr System zu erweitern. Die Idee? Eine zusätzliche kleine Kamera. Die soll die Umgebung genauer analysieren und damit die Unterstützung weiter verstärken. Zurück zu den Feldbahnen. Hier sollen die Bahnen nicht nur wie früher fahren, sondern auch genauso aussehen. Die Herausforderung für die Helfer: die historische Optik soll bleiben. Die Loks sollen aber nicht weiter verfallen. Manchmal versucht man eben diesen historischen Zustand auch wieder zu restaurieren. Ja, Farbe kann abplatzen, ja, da lösen sich dann Lackschollen und man kann das versuchen auch wieder anzukleben. Die Aufgabe von Maschinenbauingenieur Siegfried Otto. Er restauriert gerade die rote Farbe einer Diesellok. Dabei will er sie gar nicht neu streichen. Er sorgt dafür, dass der verbliebene Lack drauf bleibt. Schichten, die sich ablösen, erwärmt er mit einem Föhn und klebt sie wieder an. Ein bisschen wie bei einem Puzzle. Aber sag mal, das ist ja eine Wahnsinnsarbeit. Warum ist dir das so wichtig? Weil wir so den Charakter der Lok erhalten können. Also dass es wirklich aussieht, wie sie im Einsatz war. Und wenn wir das jetzt alles wegmachen würden, neu anstreichen, dann ist es eine Lok wie viele. Mit einem Farbproblem hatte auch E-Lok-Spezialist Paul Heinrich zu kämpfen. An der Abdeckung der Bahn aus Wismut zeigte es Henriette. Die Lok war nicht immer gelb. Sie war auch mal weiß, wie man hier sieht. Ja. Das heißt, die ganze Lok war komplett weiß lackiert. Der Vorbesitzer nutzte die Lok als Parkeisenbahn, die neu aussehen sollte, und überstrich sie kurzerhand weiß. Dadurch verlor sie ihr historisches Aussehen. Der originale gelbe Anstrich blieb aber darunter erhalten. Ich hatte noch so ein Eimer Abwärtspaste da. Das nimmt man eigentlich, um einfach Farbe von Metall da abzumachen. Ne? Und dann dachte ich, versuchst es mal und trag das mal vorsichtig auf. Die Gefahr war, dass beide Farbschichten abgehen, also dass weder das Weiß und Gelb weg ist. Und siehe da, es funktionierte. Und wenn man jetzt hier ganz genau hinguckt, ist die untere Lackschicht total unversehrt. Ja. Und dann löst sich das so ganz sanft ab. Bevor Henriette mit der Feldbahn fahren darf, zeigen wir Ihnen diesen Tüftler. Konditormeister Christian Klinge. Er hat eine Praline mit einer eher ungewöhnlichen Füllung entwickelt. Statt Marzipan oder Nougat kommt bei ihm Grünkohl in die Praline. Für den Konditormeister war das vor ein paar Jahren eine Art Experiment. Der Tourismusverband Oldenburg hatte ihn gebeten, den hier so beliebten Grünkohl neu aufzubereiten. Ich habe mir überlegt, ja, machst du mal was zur Grünkohlzeit und die Leute finden es mal ganz nett und meine witzige Idee. Seine damals verrückte Idee ist mittlerweile fester Bestandteil des Sortiments und geht über Oldenburg hinaus. Christian Klinge stellt in seiner Konditorei Schokolade und Pralinen in Handarbeit her. Immer an seiner Seite Ehefrau Jutta. Sie war quasi auch seine erste Testperson, als er die ungewöhnliche Mischung gemeinsam mit ihr erstmals am heimischen Küchentisch kreierte. Wir haben die ersten Grünkohlpralinen tatsächlich bei uns zu Hause in der Küche gegossen und ausprobiert. Und die waren mehr als gruselig. Also die haben auch ganz fürchterlich geschmeckt. Doch für die beiden kein Grund, das Handtuch zu werfen. Der Ehrgeiz hatte uns gepackt. Ja, und deshalb haben wir
einfach weiter experimentiert. Die größte Schwierigkeit: Grünkohl enthält Bitterstoffe und hat einen starken Eigengeschmack. Ein Jahr lang probierte Christian Klinge verschiedene Grünkohlsorten und verschiedene Schokoladen aus. Dann fand er mit weißer Schokolade und italienischem Grünkohl eine Mischung, die passte. Zumindest geschmacklich. Eine Hürde bezüglich der Füllung hatte der Konditormeister noch vor sich. Weiße Schokolade und der Grünkohl, das sah nicht so appetitlich aus, um das mal vorsichtig zu sagen. Die Idee von Christian Klinge: getrockneter Spinat. Der sorgt dafür, dass die Grünkohlpraline innen drin auch grün aussieht. Ja, wir müssen uns jetzt beeilen. Das ist jetzt soweit, das muss jetzt da rein. Mit dem richtigen Timing verbinden sich die Aromen von Grünkohl und Schokolade laut Konditormeister am besten. Damit die Pralinen länger haltbar sind, gibt Christian Klinge einen Schuss Weizenkorn zu der Masse. Der Grünkohl, den Christian und Jutta Klinge verwenden, wird im Botanischen Garten in Oldenburg angebaut. Deshalb gibt es die Pralinen auch nur von Oktober bis März zu kaufen. Ja, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass es Lebensmittel dann geben sollte, wenn Saison ist. Und das verstehen einige nicht, aber die meisten verstehen es. Und wer es denn nicht versteht, ja, kann ich auch nicht. 2 Tage dauert die Herstellung der Pralinen. Für die Optik noch ein rotes Pfefferkorn. Dann sind sie fertig. Aber schmeckt die Praline mit der Grünkohlfüllung auch? Das sollen für uns Passanten in der Oldenburger Innenstadt beurteilen. Moin, möchten Sie mal probieren? Keine Kuh. Köstlich. Sehr gut, super. Aber was ist das Grüne? Das gibt auch anderen Passanten Rätsel auf. Ja, ich bin gerade am Forschen. Also nichts, was normalerweise in Praline ist. Ja. Gewöhnungsbedürftig. Was? Kommt doch nicht aus Oldenburg. Zeit für einen kleinen Tipp. Welche Saison fängt jetzt an? Kartoffeln. Ja. Was isst man zu Kartoffeln noch jetzt in der Saison? Grünkohl. Ja. Das ist echt Grünkohl? Ja. Aber das ist wirklich eine leckere Idee. Ja. Die Schokolade mit Gemüsefüllung gibt es nicht nur in Oldenburg. Die Klinges bieten ihre Grünkohlpralinen auch online an. Im Feldbahnmuseum Herrenleite will Paul Heinrich heute eine historische E-Lok wieder zum Laufen bringen. Mit einer selbstgebauten Oberleitung. Dafür hat er probeweise 10 Meter Fahrstrecke vor dem Schuppen elektrifiziert. Henriette darf selbst fahren. Gas gibst du hier mit dem Fahrschalter. Mit dem Fahrschalter. Genau, genau. Du hast unten ein Fußpedal. Ja. Das ist der sogenannte Totmann. Der Totmann. Totmann, so heißt das. Wenn der Mann tot ist, soll die Lok ja nicht mehr fahren. Das heißt, sobald das Pedal loslässt, fährt die Lok nicht mehr. Na dann, schalt mal Strom ein. So machen wir das mal. Die E-Lok wurde früher im Bergwerk mit 220 Volt Gleichspannung betrieben. Aus Sicherheitsgründen hat sie der Elektriker auf 110 Volt umgerüstet. Jetzt geht's los. Genau. Erst die Vorstufe einlegen und dann die Bremse lösen. Genau. Ich fahre. Jetzt kannst du langsam ein bisschen hochschalten. Ja. Genau. Also Paul, Jetzt die andere Richtung. Andere Richtung. ich habe die Handbremse. Zack. Bis runter. So, wir bremsen. Genau. Es macht so Spaß. Wie schön, dass ihr das macht, dass ihr diese historischen Bahnen wieder zum Leben erweckt. Und das war's auch schon für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Einfach Genial. Jetzt geht's weiter mit der Umschau.